Hallo meine lieben Gamer und willkommen zu einem neuen Gameplay-Video. Und zwar heute haben wir Dirt Rally 2.0 am Start mit dem Fanatec Podium F1 Wheel. Und das Ganze macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, weil wie gesagt, das ist ein Direct Drive Wheel, das ja eben prädestiniert ist für Asphaltsimulationen. Vor allen Dingen natürlich mit einem F1-Lenker, also eigentlich natürlich prädestiniert für Formel 1 Spiele. Aber ich dachte mir, was wäre, wenn ich jetzt das Ganze mal einfach mit einer Rallye-Simulation ausprobiere? Also probieren wir das mal aus, ob das funktioniert. Und ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe es ja schon ausprobiert und es geht überraschenderweise. Ich musste allerdings so einiges einstellen, damit das so richtig gut funktioniert. Das Schöne ist, das Fanatec Podium Wheel wird direkt von Spiel unterstützt von Dirt Rally 2.0. Das hat Codemasters gut implementiert und wow. Ich musste aber wie gesagt in den Einstellungen einiges justieren und ich musste auch vor allen Dingen am Wheel einiges einstellen. Vor allen Dingen, ich habe den Lenkeinschlag verkürzt, das heißt ich kann jetzt schneller lenken mit weniger Lenkeinschlag. Was gerade bei Rallye praktisch ist. Außerdem habe ich noch das Force Feedback runtergedreht, weil, bei Rallyes ist es sehr, sehr, bucklig, die Strecken und sehr, bucklig, unruhig und ich möchte da nicht komplett jede Bodenwelle zu 100% spüren, sondern, das reicht mir auch mit deutlich weniger Prozent. Und ich komme mir total bescheuert vor, ein bisschen zumindest, weil ich habe hier einen F1-Lenker an meinen Händen und ich fahre hier gerade mit einem alten BMW M3, einem klassischen BMW M3, hier in der schönen USA-Strecke im herbstlichen Herbst. Und es ist komisch, weil es ist so ein, das passt so nicht zusammen. Hier der F1-Lenker mit dem Rallye-Wagen, mit dem klassischen. Nichtsdestotrotz, es funktioniert echt gut und ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ich kann auch schön driften, also so wie man sich das vorstellt. Also das Fahrgefühl in Dirt Rally 2.0 ist sowieso unglaublich gut. Also vor allen Dingen mit einem Wheel, mit einem Controller sowieso, aber auch mit einem Wheel. Ich spiele übrigens jetzt hier auf der PS4 Pro, falls ihr euch das fragt. Das Ganze geht natürlich auch auf dem PC und auf der Xbox One, aber das Fanatec Podium F1 Wheel ist ja prädestiniert oder vor allen Dingen vorgesehen für die PS4, für den Einsatz an der PS4. Und ja, es macht echt Laune, es geht recht gut. Das Einzige ist, ich habe jetzt hier keine externe Handbremse bei mir. Die habe ich hier als Taste nur. Und die ist eben hier auf der Kreistaste ganz rechts oben. Und ja, die muss ich eben so auslösen. Weil ich habe, wie gesagt, keine physische Handbremse hier. Ich habe auch keinen externen Shifter hier. Das heißt, ich benutze die Schaltpedals am Lenkrad, was auch komisch ist, mit Schaltpedals, mit Schaltwippen eine Rallye zu bestreiten, aber es geht nichtsdestotrotz recht gut. Das wäre natürlich in Sachen Atmosphäre oder Authentizität natürlich noch viel besser. So, jetzt bin ich gleich mal schön neben der Strecke, weil ich mich mal wieder nicht aufgepasst habe. So. Wie gesagt, die Kräfte habe ich jetzt runtergedreht, trotzdem ich spüre schon, wie bucklig die Strecke ist und was der Wagen so ein bisschen machen will und in welche Richtung er drückt und zieht. Es geht weiter in Spanien zu einer Asphaltrallye, denn ich möchte nämlich wissen, wie sich der Wagen anfühlt mit diesem Lenkrad auf Asphalt. Ich fahre dazu einen Skoda Fabia und mir wird klar, wie ultrasensibel ich das Ganze eingestellt habe, wegen weniger Lenkeinschlag. Ich habe, glaube ich, nur einen Lenkeinschlag von 600 Grad und
Und da muss ich fast ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel einschlage, weil sonst rutscht mir der Wagen oder ich bin sofort quer. Was natürlich gut ist, weil ich dann reaktionsschnell noch um die Kurven komme, aber ich muss trotzdem aufpassen, dass ich eben, ja, mit Gefühle durchkomme durch das Ganze. Und es funktioniert echt gut. Die Fahrphysik auf Asphalt wurde ja von Codemasters mal überarbeitet in der Zwischenzeit. Da gab es ja mal vorher so, die war ja noch nicht so optimal, die Asphaltphysik, aber inzwischen ist die richtig gut. Also so, wie man es eigentlich von der Rallye erwarten würde auf Asphalt. Uiuiui. Ich habe so ein bisschen Angst, hier um die Kurven zu heizen, aber es geht. Man kann den echt schön eigentlich auf den Punkt durch die Kurven buxieren, den Wagen. Also liegt natürlich auch an dem Skoda. Wow, der macht nämlich viel mit. Den könnt ihr richtig um die Kurven rumschleudern. Und der ist eigentlich immer zuverlässig. Ups, also. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, das sieht man allerdings auch, der Drehzahlmesser am Lenkrad funktioniert ja auch im Spiel hier. Also wird unterstützt im Spiel, weil dieser Drehzahlmesser muss ja eigentlich, wird nicht bei jedem Spiel unterstützt, aber das heißt, die Spieleentwickler müssen das implementieren. Und das haben sie ja auch. Und eben zusammen mit einer Ganganzeige. Also keine Geschwindigkeitsanzeige hier, so wie beispielsweise bei F1 2019, sondern hier ist einfach die Ganganzeige, was eigentlich viel wichtiger ist bei einer Rallye, denn bei einer Rallye sagt ja der Beifahrer die Kurve mit dem richtigen Gang an. Also mit welchem Gang ihr die nächste Kurve fahren müsst. Es ist auf jeden Fall aber echt eine Umstellung. Ich habe vorher das Ganze mit einem Fanatec CSL Elite Lenkrad, bin ich da mal gefahren. Und jetzt mit einem Podium Wheel, mit diesem Direct Drive Wheel, ist es wirklich anders zu fahren. Liegt natürlich auch ein bisschen im anderen Setup eventuell, aber man muss sich echt einfinden, aber es ist, ich denke, da ist auf jeden Fall das Potenzial da, dass man da wirklich schneller wird. Ich habe jetzt noch keinen Beweis, ob man schneller wird und schneller fahren kann hiermit, aber es macht auf jeden Fall Laune. Und natürlich, falls ihr euch jetzt, fragt ihr euch die ganze Zeit schon, ja, wie bescheuert muss man denn sein, eine Rallye mit einem F1-Lenker zu fahren? Man muss gar nicht bescheuert sein, denn es ist nämlich so, ich kann nämlich jederzeit auch eins der anderen Fanatec Wheels hier dran schrauben, beziehungsweise dran montieren. Ich kann beispielsweise auch das Lenkrad von meinem CSL Elite hier drauf schrauben. Ganz schnell, und dann habe ich sag mal, ein normales Lenkrad, ein rundes Lenkrad oder auch ein speziell, beispielsweise für Drifts, gibt es ja alles im Fanatec Store. Da gibt es ja extrem viele Wheels, die man sich an die Wheelbasis dran schrauben kann. Aber ich muss sagen, aktuell reicht mir das jetzt. Also hier ein F1 Wheel und ein schönes und das normal, das runde, gewohnte Lenkrad, wie man es vom eigenen Auto eigentlich auch kennt. Die vielen Zusatztasten hier am Lenkrad werden meines Wissens hier nicht unterstützt von Dirt Rally. Die braucht es auch nicht, weil eigentlich braucht ihr, wenn ihr hier Rallye fahrt, sowieso nur Schalten und Handbremse, wenn ihr keine externe Handbremse habt. So, wir sind jetzt fast am Ende der Etappe. Uiuiuiui. Ah, 1 rechts. Ich hab's überhört. Der gute Beifahrer sagt noch, eine 1 nach rechts und ich fahre Vollgas mit dem 4. Gang da rein in die Kurve. Ja. Das ist natürlich gleich die Strafe. Ja. Und mal wieder zeigt das Spiel, dass es einfach unerbittlich ist, wenn man Fehler macht. So. Go, go, go.
Und als letztes, meine lieben Leute, will ich noch Rallycross ausprobieren. Und dazu fahre ich jetzt hier mit meinem Audi S1 in der Rallycross WRX-Version. Oh! Und habe hier alle Hände voll zu tun, weil es hier ganz schönes Gedrängel gibt. Und ja, weil so ein WRX-Wagen auch unglaublich viel rutscht. Die haben unglaublich viel PS, das heißt, die beschleunigen wie irre. Aber gleichzeitig muss man echt so aufpassen, weil die Kurven so brutal eng sind. Vor allen Dingen hier auf diesem Kurs finde ich die Streckenführung immer sehr speziell. Ich komme da teilweise echt nicht so richtig klar. Beziehungsweise ich muss mich hier wieder einarbeiten. Aber ich muss sagen, grundsätzlich hier kann ich trotzdem recht gut driften. Und das funktioniert echt gut. Aber wie gesagt, out of the box, vor allen Dingen beim Podium Wheel funktioniert das nicht. Man muss schon sich im Setup ein bisschen zurechtfinden und ein bisschen rumprobieren, natürlich mit den Einstellungen. Das Gute ist übrigens, auf der Fanatec-Seite gibt es bei Community offizielle Empfehlungen für Setups, je nach Spiel, also für jedes, quasi auf jedes Spiel, egal ob PC, Xbox oder PS4, gibt es da offizielle Empfehlungen, was ihr einstellen sollt im Spiel und am Lenkrad. Und das ist immer das ist eine gute Ausgangsbasis, um da vielleicht noch ein bisschen zu justieren und eben die Effekte so zu machen, wie ihr die haben wollt. So, ich fahre jetzt hier noch ein bisschen Rallycross. Ich habe echt komplett keine Übung mehr, merke ich gerade, weil ich Rallycross echt ein bisschen ignoriert habe. Aber das muss man einfach üben. Das ist wirklich Training und dann wird man auch richtig schnell hier. Und dann gelingt auch vielleicht mal dieser Drift hier in dieser Kurve, den ich jetzt immer wieder vermassel. Naja, nichtsdestotrotz hat es euch hoffentlich vielleicht trotzdem gefallen, das Video. Und wenn ja, ihr könnt gerne ein Gefällt mir da lassen, ihr könnt gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt gerne unten in der Videobeschreibung nachgucken. Ich habe die Setups als Google-Dokument unten verlinkt. Also meine Lenkrad-Setups, was ich in welchem Spiel wie benutze. Mit welchem Setup ich fahre. Falls euch das hilft und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Spielen und gute Fahrt. Macht's gut, bis dahin.